Hallo, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu meinem YouTube-Channel. Ich bin der Osan Kortspei und wir werden jetzt gerade für morgen die Analyse fortstarten, was wir morgen machen können, wie die Trende morgen aussehen werden. Also, da fangen wir sofort an, damit wir keine Zeit verschwenden. Die Sonne, Sie wissen, die Sonne ist jetzt gerade in Fisch, ein Minus. Also in Mathematik hat Fisch einen Minuspunkt, aber die Sonne hat einen Pluspunkt. Und nebenbei gibt eine bessere Nachricht, weil die Sonne ist jetzt gerade in Konjunktion mit dem Nordknoten, weil der Nordknoten als Mathematik einen Pluspunkt hat und Sonne auch einen Pluspunkt hat, bedeutet es Doppelpluspunkt in Mathematik, in Mathe. Das müssen wir in den nächsten Tagen nutzen können. Das müssen wir nutzen. Und heute ist der Mond und morgen auch mit dem Planet Jupiter in Konjunktion. Mond hat einen Minuspunkt. Normalerweise Jupiter hat einen Pluspunkt, aber weil der Jupiter jetzt gerade Rückwärtsbewegung ist, das nennen wir Retro, ist er auch in Minus. Aber weil der Mond und Jupiter in Konjunktion sind, da müssen wir Minus mal Minus machen, rechnen. Was macht Minus mal Minus? Macht einen Plus. Und weil die Sonne jetzt gerade, wie hier, mit dem Nordknoten in Konjunktion ist und nebenbei der Mond in Minus, Jupiter ist in Minus, das können Sie von hier nachvollziehen. Und nebenbei der Mars in Wassermann ist, hat er ein Plus, das können Sie von hier sehen. Venus ein Minus, weil er auch ein Fisch ist. Fisch hat einen Minuspunkt. Der Merkur, der unsere Gedanken führt, ist auch in Minus. Richtig. Der Saturn ist in Plus beim Widder. Und der Neptun ist auch in Widder. Der hat auch ein Plus. Und die Sonne ist jetzt gerade mit Fisch zusammen. Da ist auch ein Minus. Aber weil die Sonne ein Plus und der Nordknoten auch ein Plus ist, da haben wir oben jetzt gerade einmal Doppelplus und einmal normales Plus. Das macht dreifach, 2 Quadrat plus für morgen. Und das müssen wir ausnutzen können, weil der Mond in der 4. Wohnung von Krebs ist. Die 4. Wohnung bedeutet unsere sichere Seite. Und weil der Nordknoten auch gleichzeitig der Überbewusstsein ist, heißt das, dass wir alles total klar sehen und rechnen können. Und das müssen wir heute und morgen den ganzen Tag, ausnutzen können. Das müssen wir ausnutzen, weil das ist ein Riesenvorteil, weil der Konjunktion von Sonne und Nordknoten wird unsere Rechnung ändern. Und das guckt natürlich darauf an, wie wir uns vorwärts bewegen. Nachdenken, rechnen und diszipliniert Mühe geben. Das werden wir jetzt gerade mit den Tarotkarten recherchieren. Da fangen wir wieder von dem Widder an. Mal gucken, was als Vorteil bei den Daten von dem Tarot als Analyse herauskommen. Die erste Karte, die zweite Karte und die dritte Karte. Erste Karte Widder, zweite Karte Widder und dritte Karte Widder. Als Mathematik haben wir ein Riesenplus und das müssen wir bitte ausnutzen. Venus in Minus, Merkur in Minus, aber
Aber der Mars in Plus, Sonne in Plus und der Jupiter mit Mond auch in Plus. Bitte ausnutzen. Der Widder muss morgen eine richtige Entscheidung treffen und ganz total seine Gedanken bereinigen, damit er sich nicht im Gefängnis fühlt, wenn du deine echte Werte rauskriegen kannst, musst du total rauskommen von deiner Situation und danach nachschauen. Weil du hast die Möglichkeit, von dem Überbewusstsein alles sehen zu können. Aber du musst auch darauf achten, dass du, dass du an deine Ängste, dass du dich in deine Ängste nicht im Gefängnis reinsteckst. Sonst kriegst du morgen keine Werte, damit du Bescheid weißt, lieber Widder. Der Universum warnt dich mit diesen Daten. Und in der nächsten Seite ist der Stier. Mal gucken, wie es beim Stier aussieht. Erste Karte, zweite Karte und dritte Karte. Beim Stier sind ja auch die Ängsten dabei. Ihr müsst aufpassen. Und es sieht so aus, bei dem Widder war der Mond in der 4. Wohnung, bei dem grünen Bereich. Aber weil der Krebs einen Minuspunkt hat, das bringt die Ängste. Und beim Stier, 2. Wohnung, Zwillinge, 3. Wohnung, Krebs. Deine Gedanken, lieber Stier, die werden auch Angst haben, weil du sowieso von Natural einen Minuspunkt hast. Der Stier hat eine Astrologie einen Minuspunkt. Und da fängst du an, dich richtig zu verteidigen. Damit, mit dieser Karte hier. Weil du Angst hast. Und du wärst auch dagegen sofort so schnell wie möglich jede Bewegung führen möchten, aber pass auf, damit du nicht platzt. Warum wirst du platzen? Weil du Angst hast. Du wirst es nicht rechnen können. Aber wenn du dich mit deinen Ängsten diszipliniert bereinigen kannst, deine Ängste, dann wirst du ganz langsam alles machen werden. Und Einzelschritte verfolgen. Das musst du machen, lieber Stier, sonst wirst du dein Ziel niemals erreichen. Niemals. Für morgen ist das. Jetzt kommt der Zwillinge. Mal gucken, wie es bei den Zwillingen aussieht. Bei den Zwillingen ist das die 2. Wohnung. Eigene Werte heißt das. Mal gucken, was ihr mit dem Jupiter dort machen könnt. Erste Karte Zwillinge, zweite Karte und dritte Karte. Das heißt für Zwillinge, ein echter Krieg mit dem richtigen Gedanken, mit deiner Umgebung. Meine Werten und meine richtige Ziele. Das ist meine 2. Wohnung. Das interessiert niemand. Wenn ihr mir was Positives beibringen möchtet oder einen Tipp geben möchtet, müsstet ihr als erstes Respekt zeigen. Sonst werde ich dagegen kämpfen. Und der Balance, du musst auf den Balance achten, weil du wirst vielleicht viel zumütig sein, gutmütig sein. Das darfst du aber nicht. Das darfst du morgen nicht, sonst wirst du finanziell runterstufen und besonders bei deinem privaten Leben achten. Du musst jeden Balance Gleichgewicht halten und am Ende des Tages den richtigen Ziel erreichen können. Das musst du. Aber am Anfang den morgen aufpassen bitte, liebe Zwillinge. Aufpassen. Das wird richtig stark anfangen. Und das sind deine eigenen Werte. Wenn du dich schenkst, wird das niemand zurückbringen, damit du Bescheid weißt. Jetzt kommt der Krebs. Mal gucken, was dort aussieht. Die erste Wohnung. Das bedeutet, wo ich mich am liebsten an Freiheit finden kann und wo ich alles ganz bequem recherchieren kann. Aha. Mit dem Jupiter zusammen. Du wirst sehr viele Möglichkeiten finden. Mal gucken, was die Karten sagen.
Die Karten sagen, du darfst ein bisschen gierig sein, aber auch geben können, wenn du was verdienen möchtest. Aha. Und es wird morgen zweifach oder dreifach Gespräche geführt für die Zukunft. Und das wird sehr hochmütige Gespräche sein. Und die werden von dir verlangen, um was zu geben. Und das wird für die Zukunft viel, viel kräftiger machen, wenn du mitmachen wirst. Aber wenn du der Kontrollfreak wärst, lieber Krebs, dann wirst du deine eigenen Vorteile schenken. Und das darfst du nicht. Du musst mitmachen, lieber Krebs. Das ist ein Riesenvorteil für dich morgen. Benutz den Jupiter und den Überbewusstsein bitte. Jetzt kommt der Löwe. Mal gucken, was bei der Löwe aussieht. Die Vergangenheit. Die 12. Wohnung. Die Vergangenheit. Mal gucken, um was es geht. Erste Karte, zweite Karte, dritte Karte, lieber Löwe. Für dich heißt das, von der Vergangenheit kommen Vorteile, wenn du dich umdrehst und ganz oberflächlich, nicht oberflächlich, ganz von Tiefen, mit dem Überbewusstsein alles annimmst. Aber du musst den Mut dafür finden, mit deiner Vergangenheit in Aktion zu gehen können. Nicht Angst haben. Und du musst auch Geduld zeigen, weil die Vergangenheit kommt immer sehr, sehr langsam. Sehr, sehr langsam. Und am Ende des Tages nicht nur die Vergangenheit wird mit positiv kommen, sondern auch die Zukunft. Also ich meine morgen. Und da wirst du mit deinen Gedanken kämpfen müssen oder den Mittelpunkt finden können. Und du musst morgen dein Ego stoppen können. Sonst wirst du auch den Vergangenheit-Vorteil verlieren, auch den Zukunftsvorteil verlieren. Dann wirst du umsonst Geduld zeigen, damit du Bescheid weißt, lieber Löwe. Hinten und vorne. Warum? Sonne, Konjunktion, Nordknoten. Deswegen, jetzt, lieber Jungfrau, die 11. Wohnung. Aktion heißt das. Aktion, Aktion. Erste Karte, zweite Karte und dritte Karte. Was heißt das? Power, Power, Power. Aha. Power, Power, Power. Und dafür alles tun, was möglich ist. Weil das ist die 11. Wohnung. Nicht zu Hause, sondern draußen ist das. Draußen jede Möglichkeit recherchieren und ausnutzen, wenn du Power möchtest. Damit du alles von A bis Z führen kannst, musst du so stark wie möglich kämpfen und es verdienen und führen können. Das ist deine Führungskraft der Morgen. Du musst eine Riesenorganisation planen, ab jetzt, für morgen. Und damit jede Aktion zeigen, damit du richtig gut Power finden und gewinnen kannst und verdienen kannst, lieber Jungfrau. Du darfst morgen nicht stoppen, lieber Jungfrau. Das ist ein Muss. Von A bis Z. Dreifach plus heißt das in Mathematik. Jetzt kommt der Waage. Deine Karrierewohnung. Deine Karrierewohnung. Mal gucken, lieber Waage, wie es dort aussieht. Erste Karte, zweite Karte und dritte Karte. Um was geht's denn, lieber Waage? Du wirst auch sehr reiche Kommunikation morgen haben. Das sagt der Nummer 10. Er hatte 10. Das bringt dir Geld und finanziell. Aber bitte
deine Ängste stoppen, liebe Waage. Und wer zu dir kommt und sagt, lieber Waage, zeig mir meinen Weg, ich habe Angst. Erstmal darfst du nicht Angst haben. Erstmal musst du deine Ängste stoppen. Ich werde dir auch stoppen bei mir, du wirst bei dir auch stoppen. Sonst werden wir diese Karte total verlieren. Und dann kriegen wir danach gar nichts. Weil das ist meine 10. Wohnung, nicht deine. Und ich muss danach einen neuen Weg entscheiden müssen. Das sagt er. Nachdem du die Gespräche führst und deine Ängste in Ruhe nimmst, wird das Universum von dir eine Entscheidung verlangen. Von wo, lieber Waage? Von welche Richtung bitte? Das musst du mir zeigen, damit ich dir den Weg öffnen kann und du deine neue Zukunft aufbauen kannst. Von A bis Z. Mathematik heißt, du hast keinen Luxus. Pennen und liegen bleiben. Hast du nicht morgen. 10. Wohnung ist das. Lieber Skorpion, deine 9. Wohnung. Mal gucken, wie es bei dir aussieht. Deine Lebensart. Das werden wir morgen mal kontrollieren. Wie deine Lebensart. Ob du höher steigen wirst oder aufpasst, dass du nicht runterfällst. Das müssen wir nachvollziehen. Also, aha. Es kommt fabelhafte Nachrichten, lieber Skorpion. Erdekarte Nummer 9. Du wirst höher stufen können, weil die Planeten sind jetzt gerade ein Dreifach plus. Du wirst es schaffen und du wirst kleine Änderungen machen müssen, weil wenn es höher stuft, dein Luxus und deine finanzielle Leistung, wenn du dafür es ausnutzt und die kleine Änderung fortführen kannst, das musst du, wird die Kommunikation morgen sich niemals beenden. Einmal Handy, zweimal Handy, dreimal Handy, viermal ein Termin, der zweite Termin, der dritte Termin, der vierte Termin. Jeder Termin bringt dir Komfortleben, einen besseren Komfortleben, wenn du es bereit bist zu ändern. Das ist die 9. Wohnung. Lebensartänderung heißt das. Und immer die Kommunikation verfolgen. Und bitte gierig sein. Das schaffst du am liebsten. Das schaffst du am liebsten, weil du bist Skorpion. Du hast den Gier, das weiß ich. Benutzt das morgen, bitte kein Panik machen. Ja? Kein Panik. Lieber Schütze, deine 8. Wohnung bedeutet nicht deine eigenen Werte, sondern von der Konkurrenz die Werten, den du führen wirst und den, wo du deine eigene Leistung kriegen kannst. Mal gucken, was da aussieht. Das heißt auch Börse und was weiß ich, Geldaustausch und so weiter. Morgen musst du alleine kämpfen. Wenn du für jemand irgendetwas Opfern Plan hast, einen Opferplan hast, cancel. Deine Energie wird nicht ausreichen. Canceln darfst du nicht. Canceln. Und soll ich das canceln? Mach es. Schaffen wir das? Das darfst du nicht. Du darfst nicht überlegen. Du darfst nicht überlegen und gar nichts opfern. Das darfst du nicht. Weil die finanzielle Leistung kommt von deiner Konkurrenz. Und was denkt ihr? Werde das geben? Du darfst das nicht denken. Das ist von A bis Z Mathematik. Du darfst es nicht. Du musst mit der Autorität im gleichen Schiff sein. Im gleichen Schiff sein, damit du neue Energie bekommst. Und weiterkämpfen kannst für deine eigenen Werte. Weil du wirst morgen die Werte von der Autorität ausnutzen können. Und du darfst kein Fragezeichen im Kopf haben. Von A bis Z einfach machen, liebe Schütze. Das musst du. Jetzt kommt der Steinbock. 7. Wohnung. Ernste Gelegenheiten
Ernste Gelegenheiten. Ernste Gelegenheiten. Erste Karte, zweite Karte und dritte Karte. Ernste Gelegenheiten. Es kann sein, dass du Einladungen bekommst, egal von welche Richtung. Einladungen bekommst und das, weil die 7. Wohnung bedeutet auch gleichzeitig die erste Wohnung. Das bedeutet, dass du morgen auch sehr Glück haben wirst. Einladungen bekommst und gleichzeitig Glück. Aber du darfst nicht sagen, nicht wie ein Narzisst benehmen. Das hier, nein, möchte ich, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich. Wenn du es nicht nehmen wirst, dann gehst du zum Chaos, damit du Bescheid weißt. Dann gehst du zum Chaos. Wenn deine Nase so hoch ist, dann wirst du zum Chaos gehen. Dann, um Gottes Willen, warum habe ich nicht mitgemacht? Warum war ich so? Warum bin ich denn so? Warum? Jemand soll meine Nase halten. Jemand soll bitte ich muss es haben. Ich muss bei dieser Einladung teilnehmen. Das musst du. Jupiter ist in der 7. Wohnung. Bringt dir morgen mehrere Möglichkeiten mit dem Nordnoten Konjunktion und du wirst sehr stark arbeiten müssen. Wenn du es nicht tust, dann gehst du zum Chaos. Pass auf. Jetzt kommt in der Reihe der Wassermann. Der Wassermann, der 6. Wohnung, Organisationen. Organisationen, mal gucken, um was es geht, lieber Wassermann. Um was geht's denn? Um was geht's, lieber Wassermann? Aha, du musst den Autoritäten spielen und richtige Entscheidung führen und die Verantwortung annehmen, sagt der Empire. Und du wirst von neu alles aufbauen. Alles von neu und ganz stark. 2 große Arkana-Karten. Das kommt von deinem Gehirn und das kommt von deinem Geist. Du wirst alles von vorne aufbauen, eine Autorität, zu einer Autoritätencharakter gehen und sehr ernste Entscheidungen treffen. Und einen ganz hohen Power bekommen wird, wenn du die Entscheidung triffst und wenn du die Verantwortung annimmst. Es wird schmerzen. Es wird schmerzen. Ich verspreche es dir, es wird sehr stark schmerzen. Aber du wirst dich von A bis Z ändern können. Wenn du die Organisation, Verantwortung annimmst. Das ist dein eigenes Leben, eigenes Lebenplatz und deine eigene Organisation. Das ist nicht von einem Fremden. Das kannst du sehr in Ruhe, da kannst du sehr in Ruhe teilnehmen, lieber Wassermann. Nimm teil. Jetzt der Fisch. Der Fisch, 5. Wohnung. Die Flirten, die Geschenke, die Kinder und die Hobbys. Mal gucken, wie es aussieht bei den Fischen. Erste Karte, zweite Karte und dritte Karte für morgen. Lieber Fisch. Aha. Es kann sein, dass jemanden zurückkommen, bei der Flirtewohnung, jemanden zurückkommen, weil die ja wieder mitmachen möchten mit dir zusammen, vielleicht eine alte Beziehung oder vielleicht eine neue Beziehung oder vielleicht eine Partnerschaft. Oder vielleicht jemand, den du gar nicht mögst, weil diese Karte erzählt uns, es reicht hier. Ich möchte von hier nichts mehr haben, nichts mehr machen. Ich möchte mit diesem Blatt nichts mehr zu tun haben. Meine Nase ist voll. Hallo, meine Nase ist voll. Aber du musst planen, damit du Bescheid weißt. Keine Reaktion. Du musst planen, weil diese Karte sagt, du musst planen, die Kommunikation führen und danach mal erst, wenn du einen Umzug vorhast, umziehen oder einen besseren Platz finden. Und diese Karte sagt, dass dieser Platz, dass du sehr Glück haben wirst und einen neuen Abenteuer anfangen wirst. Das ist für Fisch morgen ein Mathematik. Aber du darfst keine Panik haben. Du bist total Wasser. Du wirst aufgebaut von Gefühle. Und das kann sein, dass du Panik machst und platzt.
Das darfst du nicht. Erst kommunizieren und danach den neuen Abenteuer akzeptieren, lieber Fisch. Das musst du morgen machen. Ja, das musst du morgen machen. Meine Damen und Herren, für heute, das war schon jetzt gerade alles. Ich bin der Osan Kotwai. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci.